so ein Sturkopf. So, ich sag's jetzt, glaube ich, zum letzten Mal. Schnüffelchen, magst du noch einmal kommen? Immer das Gleiche. Jeden Tag diese Diskussionen. Rechts rum, links rum, geradeaus, wo geht's jetzt lang, was machen wir heute? Nora, es ist also, ne? Kann ich gar nicht mehr in Worte fassen. Moin. Moin und hallo. Von unseren 5 Tellern sind noch 2 übrig geblieben. Der Rest ist in Scherben aufgegangen. Das Einzige, was hier noch heil ist, ist das Wohnmobil. Die Aufbautür hat's überstanden. Jetzt mal Butter bei die Fische. Viele von euch haben uns gefragt, wie geht das eigentlich? Ihr lebt seit über 2 Jahren im Wohnmobil und habt euch immer noch nicht die Köpfe eingeschlagen? Ja, ganz so ist das ja auch nicht. Nee, und die Scheidung haben wir auch noch nicht eingereicht. Und das ist das Thema heute, nicht die Scheidung. Das Vollzeitleben im Wohnmobil, auf den paar Quadratmetern hier, Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 31 im Monat und so weiter. Wie halten wir das aus? Manchmal gar nicht. Ganz ehrlich. Einen einzigen wirklich, also den hatten wir wirklich, Tiefpunkt. Ja. Da haben wir aber richtig reagiert und haben eine YouTube-Pause gemacht. 4 Monate. Ja. Das hat uns gut getan. Da konnten wir uns wieder auf uns konzentrieren und hatten Spaß und alles gut. Natürlich gibt es Momente, wo gar nichts manchmal geht, wo man denkt, oh, was mache ich jetzt? Und dann regnet's und du kannst nicht mal sagen, ach weißt du, mein Schnucki-Mäuschen, ich gehe mal um den Block. Geht ja gar nicht dann, ne? Wirst ja nass und kalt und stürmisch und dann machst du ja nicht draußen rumlaufen, ne? Das Wichtigste in der Zweisamkeit im Wohnmobil ist Geduld, Geduld, Geduld und nochmals Geduld. Und Ja. Verständnis. Ja, mit der Geduld, das lebe ich ja morgens immer aus, ne? Wisst ihr, wie ich geweckt werde? Tee ist fertig, kannst kommen. Ja, wir haben, also im Endeffekt muss es passen. Es passt bei uns ganz gut. Sagen wir mal, wir sind manchmal wirklich wie siamesische Zwillinge. Fangen wir es doch mal so an. Wir sind wirklich fast wie siamesische Zwillinge. Es gibt ein paar Abweichungen und das sind sehr wenige. Und damit können wir ganz gut leben. Bis jetzt. Was die Zukunft bringt, kann natürlich keiner sagen. Das weiß man ja nicht. Was morgen kommt und übermorgen. Und ich habe keine Ahnung was. Ne? Ich halte mich da jetzt mal zurück. Ja, aber so ist es doch. Nora, ich mache doch nur Spaß. Und was auch ganz krass ist, ne, das ist die sich bewegen in so einem kleinen Auto. Ja. Ne? Der eine muss dem anderen ja immer ausweichen. Jetzt haben 2 Köpfe gerade den gleichen Gedanken, ich muss mal auf Klo. Ne? Dann sitzt der andere da und dreht erstmal Däumchen. Ne? Tja, 21, Geduld. 22, Geduld. Ja. Geduld. Ja. Und ganz viel Yin und Yang. Yin und Yang natürlich. Und noch ein wichtiger Punkt. Man muss versuchen, die Gedanken des anderen lesen zu können. Was hat er denn als nächstes vor? Wo möchte er hin? Was möchte er machen? Dadurch, dass wir aber wissen, was wie wo liegt, da liegen die Klamotten, da liegen die Kameras, da liegt das, da liegt jenes. Was haben wir vor als nächstes? Man hat ja ein bisschen abgesprochen, man plant ja ein bisschen. Also weiß man ja schon, wo der andere sich jetzt gerade hinbewegen möchte. Oder? Ja, ja. Klappt aber nicht immer. Und du musst noch was machen. Du musst eine gewisse Ordnung halten. Ja. Ja? Das ist immer ganz doll. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich die dicke Jacke an hier, ne? Wenn es kalt ist. Ne? Also wenn ich morgens aufstehe und es ist noch kalt, dann habe ich eine dicke Joggingjacke an. Dann so ab 10, 11, wenn die Sonne rauskommt, dann habe ich die mitteldicke an. Und irgendwann gegen Mittag habe ich die dünne an. Und wenn es dann warm ist, liegen hier vorne 3 Jacken auf den Stühlen und das bringt Nora zur Weißglut. Räum deinen Kack weg. Ja, dann räume ich immer die Jacken von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, hänge ich sie auf. Nein, da hängen schon die Geschirrhandtücher. Ja.
weiß auch nicht. Also das ist schon gar nicht so einfach. Ja, das geht ja immer weiter, immer weiter. Es fängt morgens an und dann der nächste Punkt ist ja Stellplatz. Ne? Dann haben wir beschlossen, wir müssen mal wieder Wäsche waschen und fahren auf den Stellplatz. Dann geht's los. Welchen Platz nimmst du jetzt? Nora, fahr rechts. Nora, nein, den will ich nicht. Ich möchte den links. Nein, der ist doch doof, der ist doch viel zu weit weg vom Waschhaus. Nein, ich möchte nach hinten. Und da haben wir schon die nächste Diskussion im Gange. Um was haben wir uns da schon gestritten, ne? Ja. Haben wir aber auch schon bei anderen beobachtet, ne? Ja. Ja, ich finde das ja auch gar nicht schlimm. Ich finde, das ist ja normal. Jeder hat seinen Kopf, jeder hat seine Wünsche, seine Bedürfnisse und die muss man berücksichtigen. Also Rücksicht nehmen. Ja, ich mache das dann so, wenn Fußball kommt, mache ich den Ton leiser. Ich mag's lauter. Ja, bei uns ist das so, Fußball ist ja nun gerade Thema. Ich gucke, glaube ich, lieber Fußball als du. Du hast auch mehr Ahnung Wer davon. hat keine Ahnung. Gestern habe ich gedacht, da ist ein Tor gefallen, dabei war der Ball 10 Meter weg vom Tor, so ungefähr. Rücksichtnahme, auf jeden Fall. Ja. Also das und noch ein Punkt, den ich auch Aufgabenverteilung. Also ich finde, wenn man die Aufgaben nicht genau verteilt hat, also wirklich der eine hat den Bereich, der andere hat den Bereich und ja nicht sich in die Quere kommen oder wenn der andere dann Langeweile hat und sich dann vielleicht doch dann auch mal für den Aufgabenbereich des anderen interessiert, dumme Fragen stellt und solche Geschichten. Also dann kann das auch schon mal krachen, weil wir sind eigentlich wir sind so die Typen, wenn wir etwas machen und jeder seine Aufgabe, dann haben wir auch gerne Ruhe und möchten nicht gestört werden vom anderen. Ja. Das ist, glaube ich, und das bei Beste uns. ist, wenn der andere dann die Finger mit ins Spiel nimmt und seine Meinung dazu abgibt. Oder vielleicht auch noch Tipps gibt. Ja, genau das meinte ich, Tipps. Nora, nimm nur noch ein bisschen Pfeffer ans Gulasch. Dann höre ich es knurren. Ja, umgekehrt ja genauso. Umgekehrt ja genauso. Also es ist ganz, ganz schwierig. Und wenn man kein eingespieltes Team ist, und ich glaube, wir sind ein eingespieltes Team, Ja. das hat wir passen wie die Faust aufs Auge zusammen. Ganz klare Sache. Wir ergänzen uns gut. Und Es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt. Einen ganz wichtigen. Ich glaube, das ist mit der wichtigste. Humor. oh, ja, Humor. den wollte ich auch noch sagen. Genau. Ne? Auch wenn es mal wieder bergab geht und man ein Tal erreicht hat oder einen Tiefpunkt, behalte deinen Humor. Ja. Sonst geht es gar nicht. Ja. Wir haben Spaß. Wir Ja. haben Spaß. Ja. Wir können ja ruhig mal als Beispiel auch YouTube nehmen. Also das ist ja für uns, wir haben ja unser Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Das ist Wohnmobil. Wohnmobil, Campen, von vornherein haben wir beide. Du hast mit 18, bin losgefahren mit Zelt. Du hattest schon so einen kleinen Kastenwagen, der ohne Klo ausgebaut. Das hat gepasst. Klar, wir hatten beide die Vorerfahrungen, auch schon vom Campen. Zusammen campen wir im Wohnmobil seit 26 Jahren. Ja. Das hat gepasst. Ja, und mit 18 habe ich mit der Stichsäge Kastenwägen ausgebaut. Ja. Und da gab es noch kein Klo, hätte ich fast gesagt. Da sind wir mit dem Klappspaten nach Griechenland gefahren. Ja. Und siamesische Zwillinge, was ich ja eben schon erwähnt habe, alleine, weil wir ja nun mal verrückte Wohnmobilisten sind, wir brauchen nur, was bei uns tagtäglich geschieht, Wohnmobile angucken, im Netz suchen, sich auch darüber ein bisschen austauschen. Das ist eine Leidenschaft. Das ist eine Leidenschaft. Was kann man besser machen? Warum haben sie das jetzt wieder gemacht? Außer ein Punkt, ne? Du stehst auch auf große, ich auf kleine Wohnmobile. Aber da muss man Kompromisse. Bei mir kann es immer nicht groß genug Kompromisse. sein. Ja. Wobei das Groß sich auf Allradfahrzeuge bezieht. Kompromisse. Ja. Ja, klar. Kompromisse. So, wie ist das jetzt, ne? Nora, doch LKW-Führerschein und Allrad-LKW? Habe ich dich soweit? Nein. Du hast gerade gesagt Kompromisse. Ein 7,5 Tonner geht auch. Ja, Da brauche ich keinen Führerschein. Ich darf ja. ja, da wird die Auswahl nur knapp. Ja, ach, kriegen wir schon hin. Was, ein LKW? Nein. Habe ich dich soweit? Ja, nein. Schnarchen.
Das ist ein ganz, Schnarchen ist ein großes Thema. ein und ganz das, großes, ja, ja. ein ganz großes Thema, weil es ist ja, äh, ähm, ja für den, der daneben liegt, nicht schön. Und ich schnarche auch übrigens ab und zu. Du hast das. Nur Bertel kann besser schlafen als ich. Ich kann dann gar nicht schlafen. Ja, aber dafür schnarche ich mehr. Ja, lauter. Und das kann so psychisch dann schon grenzwertig werden, ne? Wenn du der Situation ja nicht ausweichen kannst. Ne? Aber, jetzt kommt ein Aber, kann man dran arbeiten? Wir haben uns ein bisschen informiert. Weniger Flüssigkeit zu sich nehmen abends und nicht mehr so viel essen und es ist besser geworden. Ja, 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 okay. Es ist noch nicht gut genug. Hm. Ich arbeite dran. Ja. Ehrenwort. im kleinen Rudi. Komischerweise. Wir hatten den kleinen Rudi, das war der CS-Kastenwagen, 6 Meter mit Stockbetten, weil wir Ja. wollten nicht das Querbett, wir wollten mehr Platz im Gang haben. Ne? Dieses aneinander vorbeigehen, dass man das hinkriegt. Und einer hat oben geschlafen, einer unten und das war es dann auch nicht. Nee, das war dann mehr so wie Jugendherberge auf Rädern. Genau, genau. Und uns hat das, was wir gerne machen, wenn wir Fernsehen schauen, vom Bett aus. Wir schauen selten von hier vorne fern. Ja, Wenn schlecht Wetter ist, wenn es kalt ist, im Winter sowieso. Es wird früh dunkel, da ist es kuschelig im Bett und dann schön Fernsehen gucken vom Bett aus. Und das hat uns gefehlt. Nee, aber was sind das so bei hat uns gefehlt. Ach so, im Stockbett. Ja, Ja, das war mir auch ein bisschen zu sehr getrennt. ja. Komisch, ne? Man mag es dann doch, ne, ein bisschen näher. Ja. So kuscheliger. Aber im Endeffekt ist es einfach, man hat sich ja nicht immer unter Kontrolle. Also man hat ja mal schlechte Laune und dann kracht es auch mal. Ja. Und unsere Hümer-Aufbautür hat es bis jetzt gut überstanden. Sie knarzte sowieso von Anfang an, dieser Kunststoff da, hier, diese Verkleidung. Innenverkleidung. Ja. Also fest, ne? Macht sie sowieso, dann sie jetzt gut überstanden. Das ist aber noch ein anderes Thema. Ne? Ich finde sie gar nicht mal so viel leiser, diese Türenschlagerei im Aufbau, Ja. damit sie richtig zugehen, als eine Schiebetür beim Kastenwagen zum Beispiel. Ja, das ist so das allabendliche Geräusch, ne? Ja. Bei den Aufbauten. Ja. Wo wir dabei sind. Es kann natürlich auch mal passieren, dass der eine nicht so gut schlafen kann, der andere schläft, möchte mal raus, es ist gutes Wetter, schon morgens, sagen wir mal, mir ist das zum Beispiel, passiert das öfters, dass ich dann im Sommer, wenn es so hell ist, um 4:30 schon wach bin, du noch nicht. So, dann weckst du den anderen auf jeden Fall, du möchtest raus, dir vielleicht ein Stühlchen nehmen, dich raussetzen, damit du den anderen nicht störst. Du musst die Tür aufmachen und wieder zu. Zum Ja. Beispiel. Das ist bei uns oft ein Streitpunkt, dass Also du dann wach wirst und hast schlechte Laune, so noch im Halbschlaf. Ne? Du bist noch nicht so ganz wach, denkst noch nicht so viel nach. Ja gut, dass man sich mal gegenseitig anmuffelt, ne? Weil man noch nicht geistig anwesend ist, ist doch normal. Das ist doch in einem Haus auch nicht anders. Eben, das wollte ich übrigens, zu dem Punkt wollte ich sagen. Also, Ne? Wenn du dann auf die Idee kommst, morgens um 7 Ja. Rasen zu mähen am Ja. Sonntag, ne? ja. Also zu den Fragen, wie wir das aushalten. Also wir haben festgestellt, wir haben auch gestern Abend darüber gequatscht, wir haben festgestellt, dass es eigentlich genauso ist wie im Haus. Ja, aber die anders. Reizschwellen, die liegen näher beieinander, weil du dich auf diesem kleinen Raum Ja. eben stärker konfrontierst. Ja. Du kannst dir ja nicht gegenseitig ausweichen. Ja. Zu Hause kannst du sagen, der eine setzt sich ins Wohnzimmer, der andere, keine Ahnung, geht in seinen Hobbyraum oder sowas, hört mal Musik oder so oder beschäftigt sich im Garten. Die Ausweichmöglichkeiten, gerade im Winterhalbjahr, das Winterhalbjahr ist ja im Zusammenleben viel kritischer als das Sommerhalbjahr. Weil du im Winterhalbjahr dich viel stärker im Wohnmobil aufhalten musst, wetterbedingt. Ja? Und Wobei also- ich das aber auch gerne mag, gebe ich ehrlich zu. Wir hatten ja diesen Film, dieses Video gemacht, Nie wieder Wohnmobil. Da hatte ich eine Krise, aber da hatte ich eigentlich mehr so dieses Gefühl, mir fehlt ein Zuhause. Wirklich ein Zuhause. Gar nicht mal Wetter, nicht mal in den Süden fahren und Sonne und draußen sitzen. Nein, Ja. ein Zuhause.
Und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen gelegt, wobei man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Aber mir hat ein Zuhause gefehlt. So ein Punkt, wo ich sage, das ist meins, da mache ich die Tür auf und mache sie hinter mir zu und habe meine Badewanne und so weiter und so fort. Aber da hat mir ein Zuhause gefehlt, richtig. Ja. Ja. Und ich mag eigentlich den Winter und ich mag eigentlich auch diese Stürme und Winde und kuschelig. Und du hast die Stellplätze für dich fast alleine. Das finde ich toll. Es ist ja kaum einer unterwegs. Wir waren auf Römme im Winter. Wir waren allein auf dem Stellplatz. Wir waren allein auf dem Strand. Das hat was. Also das gefällt uns dann auch. Ja. Das war gar nicht mal das Problem. Weißt du, was bei uns auch ganz wichtig ist? Gerade beim Zusammenleben im Wohnmobil auf engem Raum, dass man nicht nachtragend ist. Ja. Damit du nicht ewig lang irgendwelche Vorwürfe von deinem Partner hörst, weil du mal vor einem halben Jahr irgendwas gesagt oder gemacht oder getan hast. Nicht nachtragend sein. Ne? Bei uns ist immer Wisch, Schwamm drüber, weiter geht's. Ja. Spaß dabei. Spaß. Ja. Aber aus Spaß kann dann auch ganz schnell ernst werden, wenn ich nämlich wenn ich dann mal in der Garage ein bisschen etwas suche und Bertels Ordnung durcheinander bringe, dann kann es Ärger geben. Ja. Ja, Noras beliebteste Frage. Bertil, wo hast du dies oder jenes hingelegt? ha, das machst du auch. Nein, das machst du. Das mach ich auch. Jetzt hör aber mal auf. Natürlich. Wo ist das T-Shirt, was ich da hingehängt habe? Den habe ich schon wieder weggenommen. Oder was weiß ich was. Hast du jetzt schon Wäsche gewaschen? Nein, nein, Du nein. legst dir was auf den Tisch, drehst dich einmal um, pupp, ist es weg. Ich habe doch hier gerade was hingelegt. Ja, ich habe vielleicht so einen Tick, gebe ich zu, im Bus. Nein, ich habe so einen Tick. Richtig knallen, na klar, tut's bei uns. Und dann fliegt die Aufbautür zu. Ja. Ja, wie Und, gesagt. und dann geht das so einen Moment lang und dann besinnen wir uns und sagen, ach mein Schätzchen, du bist die beste Ehefrau der Welt. Ich habe dich ganz doll lieb. Ich verneige mich vor deinem Antlitz. Und ich bin froh, dass du da bist. Wollen wir es mal glauben, ne? Du hast dein Wasser nicht getrunken, Schnuppelchen, bitte. Immer muss ich aufpassen. Immer diese Diskussion. Bertel vergisst das Wasser trinken und Bertel kann es kaum aushalten, wenn ich in der Küche schnipple. Wenn du in der Küche schnippelst. Du hast immer Angst, dass ich mir in die Finger schneide. Ja. Das ist schon so oft passiert. Ja. Da unten liegen 1000 Pflaster. Ich habe Nora, ne? Wir hatten ja in unserem Haus einen Kaminofen. Und da hat Nora sich regelmäßig an den Armen verbrannt. Da habe ich Nora so einen Schweißerhandschuh. Kennt ihr den Schweißerhandschuh? Das sind so lange Stulpenhandschuhe, ne? Echt solche Okolyten. Und die decken dann auch den Unterarm ab. Ja, voll happy. Hat sie zweimal benutzt, das Ding flog in die Ecke, ne? Und wieder verbrannt. Und in der Küche ist es nicht besser, ne? Mit in die Finger schneiden. So ist sie halt, die Nora. Hart im Nehmen. Würden wir noch mal Vollzeit ins Wohnmobil ziehen? Ja, sofort. Ja. Logisch. Das war die beste Entscheidung, die wir, als ich 57 war, nach meinem Herzinfarkt getroffen haben. Ja. Und das hat sich dann ja noch mal 2 Jahre rausgezögert, bis die Corona-Zeit dem Ende zuging. Und dann haben wir es durchgezogen. Ja. Und das war wirklich die beste Entscheidung. Und wir sind super glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben Ja. oder getroffen haben zu können. Ja, kann ja nicht jeder. Und wir leben das und wir lieben das. Lebt eure Träume, Ja. zieht's durch, habt Mut Ja. und macht euer Ding. Ja. In diesem Sinne, habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen, vertragt euch. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Und jetzt im Abspann kommen noch ein paar Outtakes. Schaut's euch an. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski.
Jetzt musst du doch irgendwie, jetzt musst du doch irgendwie so machen. Guck mal. Denk doch mal. Hier, wie diese Aborigines auf Neuseeland. Ja, genau. Mach doch mal. Nee, warte Nee, mal, dann warte bist mal, du das zu finde ich groß. Dann doof. geh mal einen Schritt zurück. Mach doch mal. So, jetzt kommt nichts mehr. Könnt abschalten. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.